Am 6. Dezember ist es soweit, Season 2 von The Crew Motorfest startet und dank Ubisoft darf ich bereits heute in dieser XXL-Ausgabe dir alle 10 Kapitel der damit verbundenen neuen Playlist Gymkhana Gridmasters Presented by Hoonigan zeigen und damit herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Ausgabe von The Crew Motorfest hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem rAii. Leider hat das Ganze aber auch eine kleine Kehrseite. Diese Testversion, auf der ich unterwegs bin, ist komplett in Englisch. Dementsprechend werden wir jetzt die Playlist auch gleich komplett in englischer Sprache erleben, was ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm finde, ja, weil ja Hoonigan ja auch in Amerika sitzt und das Ganze dann hier mit Originalstimmen zu erleben, ist ja auch was ganz Besonderes. Aber Vorschlag zur Güte für all diejenigen, die das lieber ja in deutscher Sprachausgabe hören möchten. Ich werde ja versuchen, sehr zeitnah, wenn das Update dann ausgerollt wird, am 6. Dezember das Ganze im Livestream nochmal in deutscher Sprachausgabe auf meinem richtigen Account zu spielen. Denn hier, wie bereits damals schon in The Crew 2, bin ich eben auf einem Test-Account unterwegs. Aber jetzt gar nicht lange schnacken, wir wollen das Ganze gleich mal starten und dann können wir auch gleich ein neues Feature ja schon mal testen, was ja mit dem Update reinkommt. Es sind ja viele Quality-of-Life-Geschichten passiert und zwar gibt es jetzt Kartenfilter und da kann ich zum Beispiel sagen, hey, ich möchte jetzt nur die neue Playlist angezeigt bekommen. Zack. Und dementsprechend sehen wir dann auch hier ist sie. Und wir sehen auch schon gleich, ja, der neue Playground, ja, der Gymkhana Crit Park. Und Gymkhana ist auch ein ganz guter Stichpunkt. Gymkhana wird nämlich eine neue, ja, Kategorie sein, eine neue Disziplin, die wir erleben dürfen. Und die werden wir natürlich selbstverständlich jetzt in dieser Playlist erleben. Aber jetzt gar nicht lange schnacken. Wir setzen den Wegpunkt. Ich habe mich extra schon mal ein bisschen in die Nähe platziert. Und wir sehen auch schon eines der neuen Fahrzeuge. Ja, das Unicorn. Geil. Ja, es sind viele fantastische Fahrzeuge jetzt hier mit dabei. Und wir werden ziemlich viele sehen in dieser ganz besonderen Ausgabe. Ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Gehe jetzt natürlich hier auch komplett blind rein. Ja, perfekt. Ja, was man dazu sagen kann, oder Season 2 ist natürlich jetzt bis Februar am Start und das Ganze wird immer quasi so ein bisschen presented bei Hoonigan sein. Jetzt natürlich mit der Playlist so als zentraler Punkt, aber wir werden noch sehr, sehr viel mehr quasi um diesen Bereich sehen und denke ich auch in diesem Stuntpark erleben. Ich bin sehr gespannt, was wir ja in den nächsten Monaten, wie gesagt, so alles sehen werden. Und ich glaube, das tut ja auch dem Spiel sehr, sehr gut, dass neue Inhalte jetzt endlich mal gekommen sind oder eben auch kommen. Und das sieht ja schon hier sehr besonders aus. Ja, ich muss noch dazu sagen, ist natürlich eine Testversion. Ja, perfekt. Nee, also was ich sagen wollte, ist natürlich eine Testversion. Dementsprechend wird hier die Performance nicht ganz perfekt sein. Hier und da könnten vielleicht Bugs auftreten. Das nur nochmal als Hinweis an dieser Stelle. So, jetzt gucken wir uns das aber mal an. What up, everybody? Brian Scotto here from the Hoonigans, and this is the Gymkhana Grid Masters playlist. We'll go for it. You know how many times I've heard this? Have you ever listened, though? The crew at Motorfest invited us out here to do what Hoonigan does best, and that's build a Gymkhana right here in Hawaii. For this, we obviously need a driver that's ready to go fast and break a few things along the way. Before becoming a proper Gymkhana driver, you're gonna have to master the craft, and that means a bit of workshopping and a lot of action. Every Gymkhana driver gets a dope machine, and you will get yours. But first, you're gonna have to get to the end of this. Ich hab Bock, ich hab richtig Bock, auch gerade wenn ich die Autos sehe, die Hoonigan Cars sind schon sehr, sehr, sehr geil. Aber eine Sache muss ich natürlich an der Stelle auch sagen. Und das ist natürlich Rest in Peace, Ken Block. Also man hat ihn auch ganz kurz gesehen. Und es ist irgendwie schon krass, ne, dass er einfach nicht mehr da ist. Und jetzt auch irgendwie diese Playlist ohne ihn so, ach, ich weiß nicht, irgendwie ist es schon komisch. Aber machen wir das einfach zu Ehren von ihm. Und wie gesagt, es ist ja auf jeden Fall cool, dass er am Start ist. So, wunderbar, es geht direkt los. Wie gesagt, wir ziehen die kompletten 10 Kapitel durch. Das heißt XXL-Folge heute. Ich wollte das jetzt nicht splitten. Und ja, ich hoffe, dass, oder beziehungsweise die Leute, die sagen, hey, ich will mich nicht spoilern lassen, ja, schaltet am besten ab. Also da müsst ihr euch dann noch mal ein paar Tage gedulden. Für all diejenigen,
die aber einfach mal gucken wollen, was erlebt man denn da. Ja, seid willkommen und viel Spaß mit der Folge. Once your training is over, you'll be a real Gymkhana driver, capable of leading your own Gymkhana. But let's start at the beginning. Wunderbar, dann bin ich ja mal gespannt. Also. Perform multiple freestyle actions, okay. Each action will give you points, okay. Reach the objective and cross the finish line for the timer's end and win the event. Okay, alles klar. Also zu Deutsch, ne? Man muss halt verschiedene Actions, verschiedene coole Stunts machen, ne? Driften, irgendwo knapp dran, fliegen, dies, das, grinden, wie man hier sogar sieht. Das gibt Punkte und am Ende müssen wir halt die Mindestanzahl erreichen. Das ist quasi wie beim Driften, nur dass wir nicht nur driften. Gymkhana eben. Also, dem her perfekt. Ja, Difficulty-Bonus, bla blub, ich weiß es nicht. Wir lassen es einfach mal so. Und deswegen würde ich sagen, rein da. Und wir starten auch direkt hier mit dem Hoonigan. So, 3100 Punkte müssen wir erreichen. Keine Ahnung, wie schwer das ist. Hoonigan. Hey, I'm super stoked to see another aspiring Gymkhana driver. And I want to welcome you to Tire Slayer Studios, our headquarters. The Motorfest gave us free reign to create our own Gymkhana grid playground and practice our craft. This is the place to hone and perfect our skills in 3 different level zones. Show me your creativity, and you might get your chance to become the Gymkhana Motorfest driver. But for now, let me just show you around. You're gonna love it here. Ich merke schon wieder, bei den Playlists kann man nicht immer reden, wie man will. Da wird man gerne auch mal unterbrochen, aber ich bin dann auch sehr gerne still in diesen Momenten. So, jetzt lassen wir aber die Action sprechen. Looks like you're not the only one working out today. Lots of drivers out to burn rubber. No pressure. Okay, es ist aber auch eine festgelegte Strecke, sehe ich gerade. Okay. Oh, ich weiß nicht, Traktionskontrolle an. Ich merke gerade, so einfach ist es gar nicht. New rule. The more tricks you perform, the more bucks you earn. But wait too long between tricks, and the bucks counter will drop. That bonus is for true Gymkhana Masters only. Ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Das Ding hat mehr als genug Power, so ist es nicht. Jetzt müssen wir hier eng durch. Our 360 Madman is back. Go slide his line, just follow his tire tracks. Ah, so einfacher gesagt als getan. Ey, das ist gar nicht so einfach, ne? Aber geil, also ich feier's. Ich stelle mich natürlich wieder an wie ein Profi. That's why I love this place. You have a wrecking ball and you always have guys to get creative with it. Die Traktionsrolle geht auf jeden Fall nicht an, was schon mal gut ist. Jetzt will man ja sehen, dass das dann aufbringen würde. Aber ich schaffe trotzdem regelmäßig, das Ding verhungern zu lassen, was nicht gut ist. Problem ist, ich schaffe es halt leider gerade nicht, irgendwie die Drifts in eine längere Phase so zu bringen. Aber gut, wir haben 3 Runden Zeit, also alles easy, ich sollte mir jetzt keinen Stress machen. Boah, ja, da kommt wieder dieses Eisdriften so ein bisschen Gefühl, dass quasi plötzlich das Ding komplett aus... It takes a bit of preparation to become a Gymkhana driver. A lot, in fact. But for now, just remember this. If you have the right mindset, you'll be capable of anything. Like drifting to the edge of a ein bisschen mit Gefühl, glaube ich. Ich darf es nicht zu sehr über die Gewalt machen, sonst rutsche ich nämlich wirklich raus aus der Kurve. So, ich muss gucken, dass ich auch die Linie halte. Querfahren ja, aber auch irgendwo... Boah, da bricht er jetzt aus. Damn, we're coming to the end and I haven't even told you about this monster that spits fire out of its V8. I mean, you are driving the mother of all Mustangs. Cross that line and I'll tell you more about it. Ja, gerne. Oh, mir fehlen Punkte. Nein! Ich hab's nicht geschafft. Nein! Ah doch, ich habe Bonuspunkte bekommen. Ah, gut. Okay. Ja, ich hab's gedacht, ich wollte es nur so knapp machen. Okay, ich muss mich ein bisschen noch einarbeiten. Ganz klar. So in the first event, you already get to drive the Hoonigan. Realize that's the wildest Gymkhana machine we have ever built. You're a lucky one. It took us 2 years to transform a 1965 Mustang into that.
The updated version uses the same Ford V8, but this time with 2 massive turbos. Let's see how you did on this first outing. We'll film a few moments, a good way to see how you progress through the playlist. It's gonna take some time for you to harness all of this power. This thing makes crazy torque. It's not exactly a ride for beginners. All right, look, we're gonna keep the Hoonigan, but we're gonna stay on the grid playground. I wanna see how accurately you can actually slide this thing around. Okay, dann. Genau, da gibt es jetzt auch so eine neue Übersicht, wie man alles hier bekommt. Das finde ich sehr gut gemacht. Also es gab viele Quality of Life Veränderungen. Eine davon werde ich dir jetzt auch gleich schon mal zeigen oder beziehungsweise zeigen, dass man das aktivieren kann. Und zwar gibt es ja immer wieder oder gab es ja immer wieder diese geghosteten Rennen, die da so auf der Welt passiert sind, um da Leben einzuhauchen. Aber die haben, finde ich, mehr abgelenkt. Und jetzt gibt es die Möglichkeit tatsächlich über Game Settings diese hier zu aktivieren. Die Replayers, ne, hier sieht man es, diese Ghosts, die kann man jetzt einfach deaktivieren, was ich sehr, sehr gut finde. Und ein weiterer Grund, warum ich jetzt hier reingegangen bin, ist nicht unbedingt Quality of Life, sondern mal bei den Schwierigkeitseinstellungen gucken. Denn ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht sogar, jetzt muss ich gerade gucken, Drift Assist, jetzt bin ich gerade am gucken, Drift Assist vielleicht sogar ausstelle. Counter Steering lasse ich aber mal vielleicht an. Weil irgendwas war gerade ein bisschen komisch. Ich fand es irgendwie aus den Kurven raus ein bisschen schwierig. Irgendwie, keine Ahnung. Lassen wir einfach mal so stehen. Wir machen auf jeden Fall weiter. Nächstes Kapitel. Wir haben 10 Stück vor uns. Das heißt, da haben wir was vor. Ich glaube, es ist besser, hoffe ich. Probieren wir es einfach mal aus. So, ja, normalerweise hat man natürlich von Anfang an dieses Fahrzeug nicht. Aber es gibt natürlich direkt mit dem Update einige coole neue Fahrzeuge, die man kaufen kann. So, wie kann ich schon mal sagen, zum Beispiel Mitsubishi Lancer Evo 9 ist neu mit dabei. Genauso auch der e-tron in der Drift- als auch in der Racing-Version. Den werden wir in der Playlist auch noch sehen, deswegen muss ich da jetzt nicht extra drauf eingehen. Wir starten rein und dann gucken, was wir mal hinbekommen. Also, diesmal 3400 Punkte. Bin gespannt. Okay, er fährt voraus, wie es scheint. Okay, first training session, we're gonna rough up the Hoonigan a bit. We're focusing on Gymkhana essentials, big slides and precision. Get the right amount of points and we move on. Weiß nicht, ob der mir jetzt hilft oder mich eher ablenkt da vorne. You'll love the next trick. It's the grind rail. To grind these, you need to be properly aligned and to hit them at a high speed to slide all the way. Okay, das ist lustig. Aber es hält dich dann auch ein bisschen gelockt. Also es ist nicht so wie bei Tony Hawk Pro Skater, dass du Gleichgewicht halten musst oder sowas, was ich mir im Auto auch schwierig vorstelle. Oh, okay, das ist der nächste. Oh, das habe ich nicht geschafft. Guck mal. On your right and back again. Oh. Der Unterboden findet es auf jeden Fall richtig geil. Ja, ich finde es echt nicht so einfach, die Drifts ineinander übergehen zu lassen, um ehrlich zu sein. So quer zu sein, kein Problem. Aber dann quasi das Fahrzeug so umsetzen, finde ich dann doch ein bisschen schwieriger. Passing through these tunnels earns you points too. They force you to be precise. So, diesmal schaffen wir es aber vielleicht ein bisschen eher hier. Jawohl. Ja, ich muss ein bisschen Geduld auch haben. Ich darf nicht alles so mit über Gewalt quasi brechen oder so. Ja, so gehen wir schon auf und davon, wenn er wirklich hier quasi Tempo vorgibt. Ja, gut, man muss ja auch noch ein bisschen üben und so. The Hoonigan, that's a tire-slaying monster. Don't be shy with it. Hell yeah, that's my driver.
The first time we installed the grind rail was in Florida. We thought a car doing a skateboard trick, man, that's gotta be cool. And it was. Ja, ist es auch. Es ist halt komplett verrückt. Oh Gott, ich darf hier nicht dagegen schallern. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, es hat wieder knapp gereicht. Das ist gar nicht so einfach, ey. Holla die Waldfee. Für mich da echt noch ein bisschen schwer. You just taken your first step in the quest to becoming a Gymkhana master. The tricks we set up require a ton of precision and therefore training. Proper car control requires timing and impact. Everything is weight balance. Engage the brake hard at that perfect moment. Get proper steering, but above all, never lift. Let's see how you handled your first slides with the Hoonigan. All right, so now the real test is going to be whether or not you can manage to put this all together in real Gymkhana conditions. First, out of this first stat I want to put together. There's 2 cars I want to see go head to head. Take your pick. Nicht gut, dass sie diese Replays einblenden, dass man da nochmal sieht, wie gut ich war. So, ich glaube, da können wir auch Hold machen und das direkt skippen. So, jetzt haben wir ein bisschen eine weitere Distanz. Ja, sehr geil. Let's take a break before resuming your Gymkhana quest with a This versus That episode. Scoto versus Scoto. Countless car-related things, from custo to pro racing. But one of their favorite activities is as simple as it is fun: to compare cars by racing them. Ja, da dürfen wir mal gespannt sein, was uns erwartet. Okay, ich bin ein bisschen gespoilert. Ich habe so eine Guideline bekommen. Ich weiß schon, welche Kapitel ungefähr auf uns zukommen. Aber ich sag nichts. Ich lasse mich auch überraschen. Aber wir dürfen wählen. So. Event Difficulty. You seem to be flying. Bla 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 bla. Ich mach jetzt einfach mal Never, weil das 4 von 5 ist schon okay, um das erste Mal zu zeigen. So. Ja. Scoto versus Scoto. Und da starten wir das direkt auch mal. Ich bin uns aber nicht sicher, ob wir wirklich wählen dürfen. Doch, wir dürfen wählen. Also, wir können natürlich Scotos 911 Turbo RWB wählen. Kennen wir schon auch aus Forza Horizon. Aber das Ding, also this or that, kennen wir noch nicht. Nämlich Scotos Audi Coupé. Und ja, ich bin ein riesen Porsche-Fan und so weiter. Aber ich würde sagen, wir gehen mal mit dem Ding. Das interessiert mich jetzt irgendwie mehr. Und ich habe ja schon gesagt, ich werde im Livestream das Ganze ja nochmal in der deutschen Sprachausgabe auf jeden Fall machen. Und dann lohnt sich es ja wirklich nochmal, das zu spielen mit einem anderen Fahrzeug. Deswegen, ja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir nehmen das Ding. The Coupe Quattro, a turbo monster with infinite blueness. Sieht auch cool aus. Muss man mal so sagen. Fahrzeug natürlich jetzt auch im Spiel mit drin. So, es ist einfach nur ein Rennfahren, glaube ich. Ja. You're in the This versus That event. The guys and I do it all the time. We put 2 cars on the grid and see which one is the fastest. We only compare cars for the fun of it. Don't worry if you lose. Nix los, ich will gewinnen. But let's see if you bet on the right horse. Our 2 competitors today belong to the collection of a true Volkswagen nerd, me. These cars on track, it makes me feel emotional. And a little bit anxious, to be honest. Don't crash yours, please. I'll tell Gary the same thing. Hab's nicht vor. Crashen macht dich nicht unbedingt schneller, würde ich behaupten. Ja, aber vielleicht bringt ja das neue Update auch wieder den ein oder anderen Spieler zurück. Ich habe es ja schon mal ein bisschen thematisiert. Die Crew Motorfest hat einen riesen Hype gehabt am Anfang und dann haben alle das richtig durchgesuchtet. Und ja, dann haben alle aber auch ganz schnell direkt wieder den Spaß dran verloren, die Interesse dran verloren, was natürlich ein bisschen schade ist. Weil ich glaube, das Spiel verdient es schon, auch über längere Zeit ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen.
In the red corner, the 965 Turbo, upgraded to over 400 horsepower with Japanese aesthetics. Love this. And in the blue corner, the 1990 Coupe Quattro with a big turbo that takes it up over 800 horsepower. A good little boy. Ja, deswegen sind wir auch so viel schneller. Ja? Wir haben doppelt so viel Leistung wie der Porsche. They have a lot of power and they're both insane. I'm not going to bed before kissing these two beauties goodnight. It calms me. Listen, you keep that to yourself, all right? It's just, you know, I'm really proud of these machines. Ja, das Coole ist halt natürlich, durch die neue Playlist kommt jetzt wie in diesem Fall auch eine neue Strecke quasi dazu. Das ist ja auch nice. Ich meine, mit dem Playground sowieso eine nice Sache. Das war ein bisschen zu schnell, nicht, dass ich aus der Kurve fliege. My guys are preparing a first Gymkhana test for you over there. Things are gonna get real. Ich meine, Gymkhana Playground ist wirklich die ganze Insel, das muss man schon mal so sagen. Da gibt es ja wirklich ein paar geile Locations. Von dem her schon sehr, sehr cool alles. Ja, liegt schon richtig böse hier, der Audi. Da haben wir es geschafft. Sehr gut. Ja. Sorry about that, Ferdinand. Der Ferdinand Porsche. All right. You did great. But honestly, this versus that was heartbreaking to watch. On one side, you've got this 1990 Audi Coupe Quattro that took me a mere 2 decades to see crazy hill climbing beast. And on the other, the ultimate goal for any VW, Audi, Porsche nerd like myself. One of the first 2 cars that raw weld ever built outside of Japan. Check out the hips on that thing. I know we patched this whole thing together, but I just can't watch either of these lose. So I'm just gonna keep my eyes closed for this one. All good? Can I open my eyes now? Let's meet at the foot of the volcano. It's time to put your skills to the test in an actual Gymkhana. Ja, jetzt wird's ernst. Echter erster Gymkhana. Und wie gut, dass sie das Replay wieder gezeigt haben. Genau so lief's ab. Okay, let's go. Back to the Gymkhana mindset. Richtig, aber ich würde sagen, wir wechseln mal ganz kurz das Fahrzeug, denn es ist zwar cool, mit diesem Beast zu fahren, aber wenn wir jetzt auf der Straße gerade hier von A nach B springen müssen, wechseln wir mal zu diesem Baby hier. Hoonigan Audi S1 e-tron Quattro. Ja, wie gesagt, gibt es auch in der Drift-Version, werden wir auch noch erleben in der Playlist, deswegen alles gut. So, aber ich glaube 5 Kilometer müssen wir nicht unbedingt fahren, oder? Na egal, wir machen es jetzt mal. Ich kann mich ja auch teleportieren. The Hoonigan will no longer be your mount for this event, replaced by a fully modified 3rd-gen Camaro. Hoonigan created this car at Chevrolet's own request. The brand wanted a special car for a special engine, a 632 crate engine, also called a big block. Hard to miss, this engine literally pierces the hood. Actually, it doesn't even have a hood. Ich kürze hier mal ganz kurz ab. Oh. Ja, das ist der neue Stunt. Hat keiner gesehen. Oh mein Gott. Also mit Stunts habe ich es drauf. Aber der war jetzt echt nicht schlecht. Die Barrel Roll hat gezündet. Autsch. Also das Ding überschlägt sich aber echt sofort, wenn man irgendwo dagegen knallert. Okay, sehr gut. Good luck with the test driver. Ja, ich bin gespannt. Okay, da haben wir das Ding. Big Block vorne drin, ey. Krasses Ding auf jeden Fall. Let's go.
Okay, diesmal geht's um eine... Das ist eine Hey, Time welcome to the Attack. first test, the volcano. We really spruced up the place. The plan's simple. You go up to the summit, then drive down as fast as you can while performing various tricks. I want to see if you can be both fast and precise in such a challenging environment. All right, I'd be lying if I didn't happen to mention a few drivers might have gone down the ravine. It was kind of rough, but that's not going to happen to you. And after all, the Camaro, virtually unbreakable. Good luck. Der Vulkaner. Kana. Wie auch immer. Klingt auf jeden Fall spannend. Also Tricks, aber auch schnell sein. Also in erster Linie heißt, ich soll nur die Zeit schlagen. Sprich, die Tricks sind eigentlich ja auch egal, oder? Egal, wir machen es trotzdem. Time to see what you've learned. Finish the race on time. Do as many tricks as you can. And on top of winning that money, you'll win my heart. Deal? Ja, wir machen jetzt einfach mal ein paar Tricks, auch wenn ich sagen muss, ja, Driften geht jetzt halt nicht, weil TC an ist. Oder halt zumindest mal auf Sport steht. Aber wir können ja diese Sprünge und so auf jeden Fall mitnehmen. Ein bisschen driften sollte ja gehen. Ich hoffe, wir sind trotzdem schnell genug. But she's not a natural-born Gymkhana machine like the Hoonigan. You can drift the streetcar for sure, but it's at your own risk with the handbrake. Ja, Handbremse brauche ich nicht unbedingt. Das Ding geht auch so schon gut quer. Ich finde es auf jeden Fall einfacher zu fahren und zu kontrollieren, wahrscheinlich weil die Traktionskontrolle ein bisschen mitregelt, als der Unicorn. Yeah, I'm gonna jump over it, like now. Boah, sogar über den Helikopter, natürlich. Warum auch nicht? That's what we call proximity. This type of moment in a video with slow-mo, now that's badass. Das werden wir sicherlich noch in der Replay sehen. Also, Unterboden wird immer so schön. Also, man kriegt, wenn man da rechts sieht, den Balken verliert, sehe ich es gerade im ruhigen Moment. Man kriegt extra Geld halt. Okay, das ist quasi die Anzeige rechts. Remember, align properly to take the rail. Ah, das geht auch so. Okay. Ja, schon eine gute Distanz, das Rennen hier. Der Gymkhana natürlich. Hardcore uphill races. But in a volcano, dude, you take it up a notch. Come on, I want to see you flirt with the precipice a little longer. Kill these tires. Ja, ich probier's doch. Aber ich habe halt so ein elektronisches Helferchen mit am Start. Upsala. Ja. Ein bisschen mal die Handbremse mal auch aktiviert. Watch out for roadworks, 100 meters ahead. Danke für den Hinweis. Slaloming at high speed through roadworks, jumping over a chopper, that's why Gymkhanas exist.
ein bisschen schwierig. Follow the chopper. The end is right over there. Ja, vor allem die Zeit muss ja auch noch reichen, ne? Komm. Oh, da ein bisschen berührt. Ich glaube, das war super knapp, oder? Ja, okay. Geht. War okay. Wir haben es geschafft. All right, well done. That time attack was crazy and honestly not very easy to negotiate, especially in a 1,000 horsepower Camaro. This machine owes its power to the extremely prominent 632 big block coming through the hood. We also beefed up the drivetrain, specifically going with straight cut gears, because Gymkhana drivers tend to be a little hard on their equipment and break everything. And by the way, we shot a couple highlight videos. I figured you might want to watch them. This race, it had its wow moments, but the others, they're gonna need to be even more spectacular than that. I need you to go pick up this Mitsubishi Evo 9, and then you gotta bring it back to the shop so Ron, the rally guru, and the boys can jump on it and get a build going. Das Ding hat über 1000 PS. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Krasse Nummer auf jeden Fall. Nicht schlecht, nicht schlecht. The car Scotto just bought is waiting for you in a parking lot a little further on. You just have to take it back to the Hoonigan HQ so that they can give it their special treatment. Customization is their thing. Das klingt auch schon mal sehr, sehr gut. Also, wir schnappen uns jetzt hier diesen Serien Evo 9. Wie gesagt, der ist jetzt auch neu mit im Spiel. Und selbstverständlich werden wir dann eine ganz besondere Version dann von denen getuned bekommen. Da müssen wir nicht mal selber Hand anlegen. So, jetzt müssen wir aber erstmal dahin fahren. We were lucky to find this Evo in this area. It's quite rare in the US, so I had to jump on it. I've told Ron, and the team can't wait to get their hands on it. Der Evo 9 ist auch geil. Ich glaube auch mit einer meiner Lieblings-Evos. We've got a sunset and great sound. Everything's smiling on us. Chill out a bit. So, wenn wir gleich wieder im Free Roam sind, muss ich auch eine Einstellung mal ganz kurz noch überprüfen, weil es mich interessiert. Aber jetzt erstmal versuchen wir hier ohne Unfall durchzukommen. Also so serienmäßig fühlt es sich nicht mal an, muss ich sagen. Also wenn das Ding gerade eben 1000 PS hatte und das Ding jetzt ein Serien-Evo sein soll, ich weiß ja nicht. Wir schauen einfach mal. You see, this car doesn't look like much. Just look at the interior. No frills, classic Japanese minimalism. But there's always more. Mitsubishi gave us a nice inline four-cylinder with already 280 horsepower. That we're gonna turn up a bit. Oh, shit. Believe me, this bad boy is gonna make an absolute Gymkhana beast. We just need to give it a Hoonigan touch. Ich bin gespannt. 5 Kilometer noch. So. Bis jetzt kommen wir ganz gut durch den Verkehr. Aber ich kenne mich nur zu gut. Like a carbon hood, roof, and 4 doors. Did I say a little carbon? I meant a lot. Wir verstehen uns. So will ich es sehen. Bisschen Carbone kann ja jeder. Creating a Gymkhana car is always exciting. You start with an idea, toss in some passion, fantasy, and insanity, and you get the ultimate car. Upsala. Ja, mit dem Update von Season 2 kommen jetzt auch die fehlenden Autos, die wir in der Crew 2 ja mit dazu bekommen haben. Gerade die Audis und so weiter, die wir ja am Schluss von der Crew 2 noch bekommen haben. Die kommen jetzt hier auch dann wieder mit rein. Also für diejenigen, die ihre Autos importieren, da können sie das direkt tun.
Aber, oder auch so kann man es natürlich dann auch kaufen. Was natürlich sehr geil ist. Ich denke, auf die hat der ein oder andere auch schon gewartet. Ja, und die ganzen Hoonigan-Fahrzeuge sind natürlich auch nice. Thanks for your help, appreciate it. Ron's inside. He's gonna take care of Mademoiselle. Nice. Ja, war doch easy. Okay. You're about to start a new lesson and try new stunts. You know the drill by now. Anything you learn in the playground will come in handy later. New day, new car. You'll be driving the only electric Hoonigan car, which is probably the most powerful Gymkhana car, the Audi Hoonitron. Als wäre ich denn schon mal gefahren. Habe ich ein bisschen vorweggegriffen. So. Ich glaube, das ist jetzt aber die Drift-Version, ne? Dürfte sein. Ja, das ist jetzt die Drift-Version. Habe ich euch ja auch versprochen. Von dem her doch ein bisschen was Neues. Wäre jetzt auch komisch, wenn wir mit der Rennversion. So, jetzt müssen wir 4800 Punkte. Ey, ich bin ja immer so knapp. Ah, ich wollte noch was gucken im Free Roam. Ach, egal. Wir kriegen es trotzdem hin. Aber das sieht schon geil aus, ne? Mit dieser Chromfolie noch mit dabei. Second training session. Nobody at dawn. We've got the playground to ourselves. Muss ich die jetzt zerstören oder nicht? Diese grünen Dinger. That was a precision strike section. You have to hit the sticks Ah ja, with your Strike crossbow. heißt berühren. Okay, okay, okay. And that is a wall ride. You know how to drift against gravity? You're gonna learn. So einfach, ey. Today's all about using the skills you learned before and moving up again. Ey, das ist gar nicht so einfach mit dem Driften, dann da präzise dahin. Die Dinger abräumen. New wall ride coming up. Try to skid when you're on top, but be careful. If you take off, you could lose control of your vehicle. Das sieht schon besser aus. Ah, da bin ich rausgerutscht. Da muss er halt ein Gefühl für entwickeln. Alright, Das let's go again with the precision strike. The trick is not going too fast and just throwing the car in before the first stick. Pull the handbrake if you have to. Ich glaube, ich muss bei den Dingern wirklich 360er machen. Auch wenn der Checkpoint es nicht sagt, dass ich es machen soll. Aber ich glaube, es spricht nichts dagegen. Ich sehe gerade, da war so ein goldener vorne. Muss man den auch machen als erstes? Oder ist das einfach nur, gibt noch mehr wahrscheinlich? Hier ist jetzt kein so güldener, oder? Das Geile ist halt an diesem Elektro-Ding, der hat halt Instant Power. Du gehst einfach ein bisschen ans Gas und das Ding ist sofort wieder quer. So ist geil. Last round. So Oh. I don't want to see one stick standing. Das war jetzt natürlich nicht so schlau hier. Der geht schon geil quer, also der macht schon echt Spaß. Nee, Tron. Das war jetzt ein bisschen zu weit. Jetzt einfach nochmal eine extra Runde, warum nicht? Oh ja. Spannend, ich denke, wir haben noch genug Zeit. $4.800 Punkte ist schon heftig, ey. 1 Minute Rest nur noch. Oh, jetzt habe ich ein Ding verpasst. Ganz schlecht. Hier ist siehst du, das ist ein goldener, aber den kriege ich nicht, ey. Das ist gar nicht so einfach. The Hoonitron is the most futuristic of all Gymkhana cars. It
could drift on the moon. So get me to the stratosphere. Nochmal eine extra Runde. Brauchen Punkte. Zeit reicht hoffentlich noch. Das wird, ey, gar nicht so einfach. Ich habe es nicht geschafft. Okay, nur 100 Punkte, weil ich zu viel Zeit gebraucht habe. Okay, wir machen es nochmal. Ist egal. Dann machen wir es nochmal. Folge ist eh super XXL. Aber, müssen wir da erst ein bisschen reinkämpfen. Aber ich finde es echt nicht einfach, muss ich sagen. Also irgendwo, glaube ich, muss, glaube ich, echt auf Krampf versuchen, mehr zu driften irgendwo. Second training session. Nobody at dawn. We've got the playground to ourselves. That was a precision strike section. You have to hit the sticks with your car's bumper. And that is a wall ride. You know how to drift against gravity? You're gonna learn. Ich glaube, ich muss echt versuchen, halt ständig quer zu fahren irgendwie. Sonst verliere ich einfach zu viele Punkte oder so. Ich weiß es nicht. Also irgendwo habe ich, glaube ich, das Gefühl... Today's all about using the skills you learned before and moving up a gear. Manchmal schaukelt das Ding sich so auf. Ist gar nicht so einfach, so nach dem Drift das Ding dann manchmal gerade ausfahren zu lassen. Aber ich glaube, ich kann das jetzt nicht immer machen, dieses Ding, weil das kostet zu viel Zeit. Alright, let's go again with the precision strike. Aber ich glaube, ich mache gerade aktuell mehr Punkte auf jeden Fall. Ja, mal gespannt, wie ihr euch da anstellt beim ersten Mal. Könnt jetzt von meinen Fehlern lernen, vielleicht schon vom Zugucken. Zumindest mal von meinen Erfahrungsberichten schon ein bisschen was mitnehmen. Oh, das war gar nicht gut. Da wäre ich fast runtergeflogen. Glück gehabt. Okay, also von Punkten sind wir, glaube ich, diesmal richtig gut dabei. Wenn ich die jetzt nicht getroffen habe. Aber jetzt habe ich... Jetzt kann ich auf jeden Fall keine extra Runden machen, sonst wird die Zeit safe nicht reichen. Jetzt muss ich, glaube ich, echt auf Geschwindigkeit gehen. Die restlichen 20 Punkte werde ich auch so noch hinkriegen. 10 Punkte sind sogar nur. Jawohl. Ja, man muss sich da so ein bisschen echt reinfühlen. Dann geht es schon klar. Oh, 30 Sekunden noch. The Hoonigan is the most futuristic of all Gymkhana cars. It could drift on the moon. So get me to the stratosphere. Das wird jetzt echt knapp, glaube ich, von der Zeit. Das Ziel müsste jetzt gleich hier um die Ecke sein. Oh, aber ganz knapp. Aber ich habe es geschafft. Okay. Also ein bisschen mehr querfahren, dann passt es schon. Sehr gut. So, das war Kapitel 6 von 10. You busy yet? Should be. But I also think you're starting to finally understand what it is to Gymkhana.
donuts, the wall ride, the grind, they're all technical stunts and difficult to pull off, of course. But the true value is in the spectacle. Gymkhana is entertainment. The aim is to create the most dramatic and wild moments. It can take anywhere from 6 months to a year for us to gather all of the ideas and locations and everything, but a driver only has a few minutes to make it all work. Come on, check out your moves. The one advantage to EVs is the acceleration and instant torque. No matter the situation, you'll always have enough power to pull off a stunt. As always, we're gonna put your skills to the test. But let's change things up a bit. How about a little of this versus that? Go park the Hoonatron. It's Big Block versus Big Block. Oh, schwere Entscheidung. Big Block versus Big Block. Mal gucken, für welchen Big Block ich mich jetzt entscheide. So, okay. So, jetzt darf ich es nicht vergessen beim Freeride. Und zwar gibt es bei den Fahrhilfen, ich glaube, nämlich auch hier Stand Assist. Stand Assist will help you drift around circle props and ride a... Ah, weil ich glaube, da gehe ich jetzt auch mal lieber vielleicht mal auf Sport. Ein bisschen Unterstützung ist okay. Das könnte vielleicht der Grund sein, warum das mir so ein bisschen reinregelt, was ich nicht möchte. Oder soll ich sogar weglassen? Ne, ich mache mal nur Sport. Aber das ist nämlich neu dazugekommen. Und das erklärt natürlich vieles. We asked Hoonigan if they'd be willing to race one of their creations against one of our own. 50% Hoonigan, 50% Motorfest. So, dann schauen wir mal. Ne, eben, dass das dann zu sehr reingeregelt hat, diese Hilfe. Mit Sport unterstützt sie dann vielleicht nur noch leicht. Mal gucken. Aber das probiert man es aus. So, was haben wir jetzt? Das sieht, sieht auf jeden Fall verrückt aus. Ja, wir gehen es mal an. Das Event beenden. Okay. Okay, also, wir haben das Ding. Das sieht verrückt aus auf jeden Fall. Und den wir eh schon kennen. Normalerweise würde ich jetzt sagen, okay, es ist Hoonigan, dann fahren wir Hoonigan. Aber da wir den schon gefahren sind, würde ich sagen, nehmen wir diesmal das. 3100 Big Block Edition. So the Motorfest side, alright. Oh, das ist so beleidigt. Aber guck dir das Ding mal an. Das ist ja jetzt so, ich finde schon, kann man schon mal machen. Used Tires ist auch geil mit diesem abgestrichenen, ja, das ist geil. So wie damals diese Piloten im Zweiten Weltkrieg, wenn sie jemanden abgeschossen haben und das dann auf die Seite gemacht haben. Wow, the turns are really rough here. Ja, ich merk's gerade. Das Ding will eigentlich eher quer. Vor allem Mittelmotor hier, ne? Geil. So, aufpassen. Kriegen wir hin, hoffe ich. Echt nicht einfach, das Ding zu fahren. Uiuiuiui. Aua. Boy, this 3100 is surprising. It's destroying the Camera. Damn, maybe I should have bet on the truck. Nope, you didn't hear a thing. Wasn't me. Tricky turns are back. Oh, das Ding will ja von sich aus schon die ganze Zeit querfahren. Von dem her kommen wir da schon irgendwie rum. So, da. Second lap. Das wird sich richtig schlimm. Aber die wollen ja, dass wir quer fahren. Ist ja okay. So. Ah, ich sehe jetzt auch gerade, die Endrohre sind quasi hinten bei den Rückleuchten mit drin integriert. Ist ja lustig. Ouch. Modifying a classic pickup like the 3100, I admit, it's bold. I'm curious about the time they had to make it. On our side, we built that Camaro kit in 3 weeks. Even had a 3D printed. It's not a cockfight. We agree, but let it be said. Entschuldigung. Das ist der Reifenrauch, der mir in die Nase gestiegen ist. So.
So. Ja, der Stelle sei auch mal gesagt, ich hoffe, das Video gefällt dir. Wenn dem so wäre, Däumchen nach oben wäre nice, würde ich mich freuen. Ach, 2 Runden hätten auch gereicht, aber okay. Let's go. Ja, es wird auch übrigens das einzige Video jetzt sein von dem Testserver. Ich habe mir überlegt, ob ich halt wie damals auch in die Q2, wenn ich mal so einem Test eingeladen werde, ob ich jetzt die neuen Autos nehme, da extra Folgen mache und so. Aber das einzige Auto, wo es sich wie gesagt lohnen würde, wäre glaube ich der Evo 9. Und ja, den haben wir jetzt ja schon so ein bisschen angedeutet gesehen. Ich denke, von dem her ist es jetzt erstmal okay, nur dieses XXL-Video zu machen. Und naja, in 2 Tagen haben wir ja sowieso dann die Version, beziehungsweise das Update. Und ich glaube, das Wichtigste, diese Quality of Life Sachen, die wichtig sind, habe ich schon erwähnt. Wobei, die wichtigste Quality of Life Sache habe ich noch gar nicht erwähnt. Aber ja, ich denke, das wird erstmal reichen. Mal gucken, wenn ich in Zukunft wieder für so Tests eingeladen werde, ob es sich dann dort mehr lohnt, auch mal andere Dinge zu machen. Also die wichtigste Quality of Life Sache, um das mal kurz einzugehen, wir können jetzt bei den Fahrzeugen, wie wir hier sehen, Switch. Also ne, ihr seht es nicht, weil ich wahrscheinlich drüber bin, aber wir können jetzt alle Performance-Teile von einem Auto ins nächste rein switchen. Ja, ich müsste jetzt einfach nur hier einmal drücken und dann könnte ich das quasi ins nächste reinhauen. Auch wenn die, glaube ich, schon die Teile drin haben, aber deswegen, ja, man kann jetzt quasi von einem ins andere direkt rüber switchen. Man muss da jetzt nicht immer alles einzeln ausbauen und dort wieder einbauen. Was sehr geil ist. Okay, let's go. Probably one of the last events before the Gymkhana Motorfest, so you can be sure that Scotto will be paying close attention to your performance. Okay, weiter geht's. Da sind wir wieder im Unitron. So, diesmal müssen wir in die Top 3 kommen, also diesmal müssen wir einfach fahren. It's a practice run, your final one. So let's see you put those newfound skills to the test. We turned it up a bit this time. You're going to be racing against other drivers for this one. The car, the track, the electric atmosphere, it's all there. I want to show you how everything works together in Gymkhana. Throw down some crazy tricks, win the race, and I might just consider you for Gymkhana Motorfest. Good luck. Racekana. Alrighty, alrighty. Jetzt bin ich noch gespannt, müssen wir wirklich nur gewinnen oder beziehungsweise Top 3 oder müssen wir Top 3, indem wir auch noch Punkte einfahren? Wir werden sehen. Auf jeden Fall sind wir weiterhin mit der Drift Edition unterwegs. Kennt man gleich an der Livery. Alter, der Wheelsman des Todes. Komm. Okay, wir kriegen halt Bonusgeld für Tricks. Aber ich glaube, wir müssen einfach nur ein Rennen fahren. Wenn ich das richtig sehe. Deswegen, wir gucken mal. Boah, Alter, drängt mich halt komplett ab. Was ist bei ihm verkehrt? Precision strike is up next. Remember to adapt your speed and throw your car before the first step. Aua, ey, du kannst gar nicht. Ich hasse diese. Kürzen wir einfach übelst ab und sind erstmal vorne. Try to impress me by doing as many tricks as possible. Not forgetting to blow up your opponents, of course. Naja, ich muss ja eh erstmal von denen weg. Brauche ich sonst eh keine Tricks machen. You know how to handle that car. I'm impressed. Hallo. Ich hab doch Batterie im Blut oder so. Elektrizität im Blut, muss man ja dann sagen, bei den Autos. Slide left. Gut, das war nicht gut.
Wir hätten auch unten lang fahren können, ne? Crazy. Mein Top 3 müssen wir erreichen. Ich muss jetzt nicht auf Krampf gewinnen, aber gewinnen ist halt einfach schöner. We've got lightning, red neon light, and the Hoonigan. It's a blast. Just what we're looking for. Aber ich glaube, eben diese Stunthilfe auf jeden Fall runterzustellen, nicht auf Komfort, ist schon viel besser. Also ich finde auch auf diesem Grind hat sich das jetzt ein bisschen harmonischer angefühlt. Nicht so sehr gelenkt. Boah, warum gehe ich in den Rückwärtsgang? Ich bin so dumm. Und jetzt in den Neutralgang. Das war natürlich super dumm von mir. Ich weiß nicht, was mich jetzt geritten hat, runterzuschalten zu wollen. Eigentlich wollte ich die Handbremse schmeißen. Ja, wenn der Fahrer seine eigene Eingaben nicht kennt. Wie der mich jetzt überholt. Okay, das war jetzt crazy. Shortcut. This part is full of turns. The ideal zone for striking and winning bucks. Wieder runtergeschaltet. Wie unnötig. Komm. Da gab es auch eine Abkürzung, habe ich gesehen, links. Also eine offizielle sogar. Oh, nee, das bremst zu sehr aus. Oh boy. The Gymkhana mine. You have it. Ich habe trotzdem 3 Gymkhanas Dings gefüllt. Trotz dass ich jetzt mehr versucht habe, schon das Rennen zu fahren, als jetzt irgendwie Stunts zu machen. Oh, vergessen. Hier, aber egal. Komm. Das ist gleich aber irgendwo die Ziellinie sein, oder? Aus. Jawohl. Nice one. Das war Gymkhana. Alright, I wanted to play it cool, but color me impressed. You clearly have the drive and the moves we're looking for. But the Hoonigan does make it kind of easy, doesn't it? Its design and inspiration came from one of the most legendary and important rally cars of all time, the S1 E2 Quattro. 2 Formula E engines allow this thing to absolutely incinerate tires. Thing is, you have the skills. See for yourself. Let's go. That's got to be my favorite moment of the race. Nice work, Sport. You finally made it to the big show. My team and the crew at Motorfest are putting on the final details for Gymkhana Motorfest. But we have one more challenge for you. Oh. Ja, aber die eine Szene fand ich auch total geil, als ich da an der Plattform so lang gegrindet bin. Mich genau erinnern, dass das so passiert ist. So, wunderbar. Das war Kapitel 8. 9 steht an. Bravo, driver. You've impressed Goto. It looks like you're going to be the Gymkhana driver for the big show. Well, just one extra challenge before that. To the Hoonigan HQ. Ja, dann let's go.
gespannt, was jetzt kommt. You're back with the Hoonigan. This car is so iconic, it would be a shame not to call on it one last time. Ja, mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Am Anfang sah das noch sehr hakelig mit dem aus, aber ich glaube jetzt mit den entsprechenden Assistenten richtig eingestellt und mit ein bisschen Erfahrung. 5.300 back here for one more challenge before I give you the keys to the house. Let me clarify. I took the Hoonigan out for a ride this morning. Not the kind of car you'd expect to take a trip to the seaside, right? So I figured, with that setting, a drift record was the perfect thing to do. You know, casual stuff. All right, you see where I'm going with this? I want to see if you can beat my score in the same conditions. I don't think it's going to be too difficult with everything you've learned during the playlist. Man kann auch quer über die Raids. Das ist natürlich nice, aber ich glaube, das werde ich nicht hinbekommen. Aber wir sehen. Okay, wir haben jetzt Free-to-Play quasi. Oh, das ist nice. Das finde ich jetzt mal geil. Also jetzt quasi können wir selber uns die Dinge aussuchen. Ja, ich versuch's mal, ne? Use all the elements. Grind, donut, everything you've learned is worth points. Ja, jetzt müssen wir halt den Playground doch ein bisschen besser studiert haben, wo was ist, vielleicht. Um zu wissen, wo man am besten lang fährt, aber... Probier einfach mal ein bisschen was. Das ist echt nicht einfach. Gut, das war schlecht. Aber ich glaube, am einfachsten ist es halt wirklich einfach mit Querfahren Punkte zu machen, oder? Also Sprünge und so, ich weiß nicht, ob das so viel Punkte bringt am Ende des Tages. Ja, diese maximalen Dinger reicht, da steht ja dann was für Max-Punkten. Ja, aber ich glaube, 5000 Punkte zu schaffen, sollte jetzt nicht das Problem sein, glaube ich, auf Dauer. Also, weil du ja echt einfach das so kombinieren kannst, wie du es brauchst. Oh, ja, das war nicht so, wie ich es wollte. Ich rutsche immer zu weit raus, ey, das ist echt nicht einfach. So ein Grind-Ding, so ein Rail finden, aber ich finde gerade gar keins. Muss nur auch irgendwo hier sein. Wahrscheinlich eher da am zweiten Stock war. Aber das ist auch geil hier so auf der Plattform. Boah, ich rutsche natürlich direkt dran vorbei. Gehen wir aber gleich nochmal hin vielleicht. Manchmal, also ich glaube, der Assistent würde ich sogar, glaube ich, komplett ausstellen, weil das war jetzt eindeutig wieder reingeregelt von dem Ding. Komm jetzt. Der versucht mich da so auf Krampf dann manchmal in eine gewisse Spur zu lenken, was dann aber gar nicht das ist, also das killt den Flow, sagen wir es mal so. Keine Chance. Ich glaube, ich würde den Assistent, glaube ich, sogar komplett ausschalten wollen. Only 30 seconds left. Immer noch keinen Grind Rail gefunden. Only 20 seconds? I'm kidding. I'll stop doing that. It's not fair. Wo sind diese Grind Wheels, ey? Rails, meine ich. Oh, okay. So geht's auch.
Okay, ich habe keinen einzigen gefunden. Sei es drum. Wir haben es geschafft. Das ist alles, was zählt. All right, I gotta admit, you got me on that one. You definitely shredded like your life depended on it. And you left your mark all over the barnyard. We appreciate that. Yeah, that's what we call victory donuts. All right, look, we waited long enough. You've done it. You're a Gymkhana driver now. Finish the playlist. Gymkhana Motorfest, here we come. Alrighty, alrighty. Und ja, man hat ja gerade gesehen, in dieser Replay, die Grind-Dinger waren tatsächlich auf dem 2. Stock. So. Dann würde ich sagen, auf zum Grande Finale. Aber ich stelle das jetzt, glaube ich, wirklich um, dass ich das komplett aushaben möchte. Ich glaube, es ist besser. Wir werden sehen. My random access memory still holds a record of hearing Scotto say that it took a lot of preparation to become a Gymkhana driver. But no doubt you're more than ready. You've taken up all the challenges given by Hoonigan. Now it's time to lead your own Gymkhana. Bremsen sind nicht so aktiv. Let's go. The show starts at Barber Harbour Point, and your new car is already in place. Yeah. Have fun, Gymkhana driver. Ja, dann würde ich sagen, let's go. Unsere eigene Hoonigan Evo 9 Edition. Okay. This is it. This is what you've been waiting for, isn't it? To become a Gymkhana master. Motorfest allowed us to spice up the island with a huge Gymkhana grid playground and create the most entertaining race ever, littered with the craziest and wildest stunts we could think of. All right, this is your moment. Drive as accurate as possible. It's your performance that'll make it exceptional. Remember that Evo 9? Well, Ron and the boys finally finished building it. And to christen it, I think we make it your machine for Gymkhana Motorfest. I think it's time to rip it. Also ich hätte jetzt gern die RL-Version gesehen. Oh, can't block forever, nice. Hinten als Nummernschild. Let's go. Your car, your moment, your Gymkhana. And I'm not going to be holding your hand for this one. Just do what you have learned. Ja, also es geht jetzt aber wirklich um Zeit, also gar nicht jetzt um Stunts in dem Sinne, aber natürlich werde ich Stunts mitnehmen, wenn sie sich anbieten auf dem Weg. Grind all the rails, burn it to the rims and jump your heart out. Was war das? Muss ich nicht zu schnell. Ich weiß gerade die Zielzeit nicht mehr, deswegen ich versuche mich jetzt einfach schon ein bisschen zu beeilen. Okay, ich bin gespannt. Schön auf dem Flugzeugträger, nice one. Oh mein Gott, oh, okay, ich hätte mehr Nitro zünden müssen, um oben aufs Deck zu kommen. Aber der geht geil ab, ey, der Evo. So, jetzt sind 360er da macht. Es geht auf Zeit.
Ich denke, wir fahren mehr als genug quer. So ist es nicht. Geht ganz gut. Den Grind kriege ich nicht hin. Den aber, so halber. Oh Gott, ja, da bin ich jetzt ein bisschen neben rausgesprungen. Guck mal, der Monster Truck. That's it. Gymkhana Mastery. Ups, da geht's ein bisschen enger um die Ecke. Boah, guck mal, nicht mal angeeckt. Let's go. Ja, schön. Okay, 20 Sekunden hätte ich noch Zeit gehabt. Also ein 360er wäre vielleicht sogar drin gewesen. Passt schon. Ja. That was dope. And I'm not going to use too many adjectives here. We'll just let the footage speak for itself. Now, let me introduce Gymkhana Motorfest, featuring the Evo 9, starring you. That's right. The Evo 9, you'll be driving it because you earned it. Genau so sah das auch aus. Genau so bin ich gefahren. Wunderbar. Und das hier oder überspringen. Ja, und das war's dann eigentlich mit der Playlist. Also jetzt gibt es ja eigentlich nur noch das Siegerfahrzeug abzuholen. Und ist ja eigentlich logisch, was für ein Fahrzeug wir bekommen. The Lancer Evo 9 Hoonigan version is your Gymkhana car forever. Congratulations! Genau. Also den bekommt man jetzt einfach zum Schluss dann natürlich geschenkt. Macht ja auch irgendwo Sinn. Und ja, dann würde ich sagen, das soll's gewesen sein mit dieser neuen Playlist. Ich wünsche allen ganz, ganz viel Spaß. Bin mal gespannt, was wir sonst noch so in Season 2 erleben werden. Das soll ja nur der Beginn sein. Wir werden natürlich noch weitere Challenges sehen, gerade auch im Summit. Und natürlich über die Zeit auch neue Fahrzeuge. Und ja, ich sage Tschüss an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben wäre nice. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!